Hallo. Hallo. Hä? Bist du in einer Krise? Wir sind ganz wach. Gerade tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Aber du bist nicht in der Krise, oder ich nicht bin ganz Gott sei wach? Dank, nein, ich bin nicht in der Krise gerade. Wir sind in einer Kommunikationskrise. Geht. Schönen guten Tag, wir sind Piranhas, 2 von denen. Hallo. Wir sind Spieleentwickler und wir machen über diesen Weg hier Community-Arbeit. Ja. Und was ist überhaupt mit Krise gemeint? Das kann unterschiedliches sein. Eine Krise ist zum Beispiel, ich würde sagen, sowas wie die Corona-Zeit. Das war für uns eine Krise. Ja. Da ist alles anders. Alle müssen sich einschränken. Viele müssen zu Hause bleiben. Viele Menschen sind krank. Manche sterben vielleicht sogar. Das ist auf jeden Fall eine, in dem Fall globale Krise, kann man sagen. Es gibt aber auch andere Arten von Krisen, zum Beispiel, wenn man seinen Job verliert, persönliche Krisen, zum Beispiel Krankheit oder sonst irgendwelche Sachen, oder, was weiß ich, Mittel, irgendwas dazwischen gibt es natürlich auch noch. Und in dem Fall, wenn man in so einer Phase steckt, aus welchen Gründen auch immer, kann man versuchen, irgendetwas damit zu machen, zum Beispiel sich abzulenken. Und da haben wir uns gefragt, ändert sowas das Spielverhalten? Also wenn ihr gerne Computerspiele spielt, spielt ihr was anderes, wenn ihr in einer Krise seid? Oder wonach sucht ihr dann eure Spiele aus? Und deswegen haben wir weniger als 100 Leute gefragt, welche Art Spiel würdest du in einer Krise bevorzugen? Die haben Folgendes gesagt. In einer Krise, also da würde ich auf jeden Fall bevorzugen, dass das Spiel ein bisschen, ich glaube, mich ein bisschen hochholt. Es gibt zwar ja diese Theorien darüber, dass zum Beispiel, wenn du einen Song hörst, der auch traurig ist, dass du dich verstanden fühlst und das Ganze. Das Problem, was halt im Nachhinein passiert, du ziehst dich trotzdem noch mehr in das Loch runter. Und das, was mir hilft, sind dann eher so Sachen, die mich in eine andere Welt ziehen, wirklich, und ein bisschen... Ja, auch wo ich viel zu tun habe. Keine Ahnung, da war Destiny halt immer ein super Beispiel, weil da hast du halt die ganze Zeit zu tun, es ist super bunt und hast du nicht gesehen. Oder irgendwas, was anders ist. Also wenn ich jetzt halt dann nochmal was spiele, was jetzt so in Richtung Horror geht oder irgendwie ein Drama oder so, ich glaube, das wäre mir dann zu viel. Das ist dann halt einfach, das zieht mich dann noch mehr in das Loch rein, was ich dann nicht unbedingt in dem Moment brauche. Irgendwas, was dich gut ablenkt. Das ist, glaube ich, das Beste. Spiele, die nicht so richtig lange fesseln. Ich muss direkt an Rimworld denken, weil das würde ich nämlich auch auf eine einsame Insel mitnehmen, weil das hat für mich endlosen Wiederspielwert. Also so ein bisschen Sandbox-mäßiger. Sexspiele. Auf jeden Fall keine traurige Geschichte. Irgendwas, was mich selber wieder aufbaut. Manchmal auch, es kommt auf die Krise selber an. Manchmal kommen Spiele so ungefähr in die Richtung, wie die Krise oder das Problem, was man gerade hat. Und da hat man die Möglichkeit, das im Spiel zu lösen. Und auch wenn es mit der Realität im Leben natürlich nichts zu tun hat, aber es hilft. Erstmal mussten wir den Menschen erklären, was wir da überhaupt mit meinen. Ja. Das heißt, jeder von denen hat irgendwie Krise, wie meinst du das? Ja? In welchem Kontext und was heißt das? Ne? Was wir wissen wollten ist, ich hab mal so eine These aufgestellt. Es gibt mehrere. Und eine davon war diese Heimatfilmwelle nach dem Krieg, die es gab. Ja. Das hat mich dazu bewogen, zu vermuten, dass es nach dieser schlechten Zeit, ich meine, der Krieg ist immer noch da, und das ist halt so eine Sache, vielleicht verklärt das so ein bisschen diese These, weil wir sind nicht nach der Krise, aber wir sind zumindest nach diesem ganzen Lockdown-Irrsinn, was Corona angeht, so, Und da hatte ich gehofft, dass wir da irgendwo so ein bisschen so eine Welle von Filmen kommt, die irgendwie eine schönere Welt darstellen. Eine Welle von Optimismus. Eine Welle von Optimismus. Und ich habe festgestellt, dem ist nicht so. Aktuell ist das gar nicht der Fall. Nein. Das ist korrekt. Also viele Menschen, die schauen gerne Dystopien, die schauen gerne irgendwie miese Enden, von irgendwelchen Filmen, die feiern es ab, wenn Extreme dargestellt werden, ganz grausame Sachen, Splatter. Splatter und vor allem auch fürs Gehirn und fürs Gemüt so richtig miese Geschichten, gemeine Sachen und so weiter. Das ist momentan super populär.
Es gibt nämlich noch eine Gegenthese. Und diese These besagt, wenn wir uns mit etwas beschäftigen, was noch grausamer ist, als wir uns aktuell die Realität vorstellen oder sie für uns erscheint, dann kommen wir mit der Realität besser klar, weil das, was wir uns angucken, ist ja noch schlimmer. Das heißt, wir härten uns irgendwie mental ab gegen das, was wir gerade schlimm finden. Und darum beschäftigt man sich zum Beispiel so gerne mit Horrorfilmen. Oder deswegen gibt es so eine Horrorfilm. Momentan gibt es einen Horrorfilmboom. Den gab es lange Zeit nicht. Und unser Eins denkt sich, wo bleiben denn endlich mal wieder so eine gute alte Komödie mit einem coolen Buddy-Film oder sowas in der Art. Und dann wartet man umsonst und vergebens. Und vielleicht greift ja beides zu unterschiedlichen Zeiten. Wir finden total spannend, wann greift denn was? Und auch in Bezug auf die Spiele ist es ja so, dass alles erstmal irgendwie realitätsnah, vielleicht grausamer geworden ist und es gibt viele fiese Sachen, weniger Sachen, die vielleicht lustig sind und auflockernd oder bunt, aber die gibt es auch. Ja, und ich würde sagen, in der Filmwelt ist das momentan noch ein bisschen krasser, dieser Hang zum Düsteren, als in der Spielewelt. Da ist Klick mal bei Netflix durch, so, ne? Aber obwohl, das ist auch immer Bubble-abhängig, ne? Das heißt, jeder kriegt so das ist vielleicht kommt auch meine auch noch Schuld, dazu, dass da so viel mieses Zeug drin vorkommt, ne? Kommt oder? auch noch dazu, genau. Also das heißt, wir müssen auch gucken, beeinflussen wir unser Konsumverhalten selbst. Wenn wir jetzt oft irgendetwas anklicken, dann bekommen wir natürlich davon auch mehr wieder zu sehen und sehen vielleicht gar nicht, dass vielleicht total geile, total lustige Buddy-Film-Komödie gerade irgendwie voll an uns vorbeigegangen ist. Ja. Das müsste man dann, prüfen. Um mal zu erklären, was ein Buddy-Film ist. Das sind zwei Buddies, das sind zwei Typen. Terence Hill, Bud Spencer oder, keine Ahnung, hier Lethal Weapon oder sowas, ja. Das immer zwei Typen sind, die miteinander kabbeln und lustige Situationen. Ne? Das sind Buddies. Freundefilm. Freundefilm, ne? so, ne? So, das ist halt. Und weiß ich nicht, also es gibt alles, wie du gesagt hast, ne? Und es geht ja nur um Trends oder ich möchte mir gerne Dinge angucken, die mir nicht so einen schweren Tag bescheren, wo ich dann anfange drüber nachzudenken, warum ist das so mies gelaufen oder so, weißt du, ne? Das Ende, das hat mich irgendwie schockiert. Es gibt Menschen, die sagen irgendwie, ja, ich finde es total blöd, wenn sowas eben nicht passiert, wenn ich geschont werde. Ne? Wenn irgendwelche grausamen Sachen, ihr könnt euch ausdenken, was auch immer, ja, eben nicht passieren, wenn die Entwickler darauf achten, ja, dass das halt nicht geht, zum Beispiel Kinder zu töten oder irgendwie sowas, ja. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, warum ist das wichtig? Ja, wieso ist das wichtig? Wenn man das unbedingt braucht, okay, aber es gibt auch unterschiedliche Dinge so. Aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen mehr so bunter Blumenstrauß-mäßig drauf. Ne, sehe vielleicht nicht so aus, ja. Ich trage schwarze Klamotten, aber da ist ein Popeye drauf, ja. Das ist irgendwie schon, ne, ein bisschen, naja, so düster. Bisschen ist das Spaß nicht. Muss sein. So. Ja, so, ne, so. Ja, es gibt halt so gemeine Phänomene. Zum Beispiel hat letztens einer gesagt, naja gut, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Endgegner habe und den habe ich zu schnell geschafft, dann vergesse ich den auch sehr schnell wieder. Ja. Aber wenn ich da richtig irgendwie mir die Zähne ausgebissen habe und ich habe das immer wieder und ich möchte dieses Spiel durchspielen, ich möchte das gerne schaffen und dann habe ich es irgendwann geschafft, dann bleibt der mir in Erinnerung. Ne, in der Frage, was war euer krassester Endgegner, dann überlegt ihr erstmal, ja, bei wem habe ich mir denn erstmal die Zähne ausgebissen? Und nicht irgendwie, wer war denn hier irgendeine Wurst, wo ich da irgendwie wie Butter durchgegangen bin, obwohl das vielleicht auch irgendwie total cooles Spiel war. Aber solche Phänomene führen natürlich dann auch dazu, dass man sagt, na gut, an der einen oder anderen Stelle macht man es vielleicht schwerer. Ähnliches ist mit tragischen Ereignissen. Wenn ein NPC, den ich lieb hatte, wenn der mir wegstirbt, ist das natürlich ein krasseres Erlebnis für mich, das stärker in Erinnerung bleibt, als ein Erlebnis irgendwie war alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist eine riesen Herausforderung, ein Spiel zu machen, das diese optimistischen, positiven Aspekte hat, ohne dass ich jemanden jetzt direkt irgendwie volle Kanne aufs Maul hau und trotzdem ein bleibendes Phänomen erzeuge. Zum Beispiel durch Elemente wie Humor. Ich habe selten so gelacht wie bei dies und jenes. Und ja,
Ne? Das kann natürlich auch dann etwas sein oder ein Aspekt, wo ich sage, irgendwie deswegen habe ich das besonders geliebt. Dann müsste man dann aber auch forcieren. Bei mir ist das stimmungsabhängig. Manchmal möchte ich auch einen James Bond Film gucken. Ja, The Nun Teil 2 oder sowas, ja. Das ist super. Da haben wir auch Bock drauf. Also nicht falsch verstehen, ne? Huli-Bulli ist ja auch nicht unbedingt immer toll, so, ja. Da nutzt sich alles irgendwie so ein bisschen ab. Ist auch stimmungsabhängig, so. Interessant ist natürlich in dem Zusammenhang auch, ja, wie geht euch das denn? Ändert ihr euer Spielverhalten, je nachdem, wie es euch geht? Ne, in welcher Phase ihr euch befindet? Kauft ihr andere Dinge? Achtet ihr auf sowas, dass ihr irgendwie etwas holt, was euch eher aufheitert oder etwas holt, wo ihr euch vielleicht irgendwie, wo ihr Frust loswerden könnt oder so? Ich meine, Spiele sind zu unwahrscheinlich vielen Dingen gut. Möchtet ihr lieber eintauchen in eine andere Welt? Björn sagt immer so schön irgendwie, ich möchte Urlaub von mir selbst nehmen. Ja. Und das kann man auch hervorragend mit Spielen machen. Wie macht ihr das? Was sucht ihr euch aus? Wonach geht ihr da? Schreibt's gerne uns unten hin. Cool. Hast du eine Community-Frage? Ganz bestimmt. Hier fragt jemand, ja, ey, Björn, hast du schon Vampire durch? Es ist schwer. Es wird schwer, weil ich möchte keine Leute aussaugen, ja, um das zu schaffen. Also muss ich mich da durchkämpfen. Und ja, ich habe es mir fest vorgenommen, mal so einen, ich nenne ihn mal Gewaltmarsch zu machen, um das Ding zu schaffen. Noch habe ich es nicht geschafft. Aber es ist auf jeden Fall nicht abgehakt. Momentan ist das Wetter schön draußen, da renne ich lieber draußen rum, als zu zocken. Deswegen habe ich gerade so eine Flaute so ein bisschen. Und aber ich werde es auf jeden Fall durchballern. Ich sag mal Bescheid, wenn es soweit ist. Für diejenigen, die das Spiel nicht gespielt haben, das Spiel ist so gemacht, dass der Schwierigkeitsgrad sich danach richtet, wie sehr ich den Vampir auch auslebe. Das heißt, wenn ich irgendwie meine Umgebung irgendwie aussauge, dann sorgt das dafür, dass ich irgendwie schön stark werde und es dann auch einfacher habe, wenn ich in irgendwelche Kämpfe gehe. Und wenn ich das nicht mache, wenn ich gut spiele, den lieben Vampir, so wie der Björn hier, dann hat man es sauschwer. Ja. Huli-Bulli halt, ne? Der Huli-Bulli-Vampir. Okay. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es heißt Piranha-Becken TV. Genau. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ist auch ganz schön grausam. Vampire. Deswegen bist du ja auch lieb.